So, jetzt haben wir ja versucht für euch ein wenig die Modellvielfalt zu systematisieren und euch zu erklären, woran man die wichtigsten Modelle erkennt. Kommen wir etwas zur Kür. Seltene Prototypen, ganz seltene Modelle von den gängigen Rollern, die noch erwähnenswert wären, wozu es irgendwelche Geschichten oder Anekdoten gibt? Ja, da gibt's sehr viele Sachen, allerdings natürlich jetzt nicht für den Otto-Normalverbrauch irgendwie käuflich oder so. Aber es gab zum Beispiel noch bei den Kardan-Modellen gab es noch viele Geschwindigkeitsrekorde, die sie aufgestellt haben. Unter anderem über 200 km/h zwischen München und Ingolstadt auf der Autobahn gefahren. Ach, war das ein Kardan-Modell? Das war ein Kardan-Modell, ja. Ja, Wahnsinn. Das war ja dann, in welchem Jahr war das? Diese Siluro hat die geheißen. Das war einfach eine richtige Zigarre. Ja. Welches Jahr, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Okay. Aber Kardan-Modelle heißt ja dann 50er Jahre wahrscheinlich. Muss 50er Jahre sein, ja. Auch die Zeit, wo natürlich wieder auch Vespa auch im Sport unterwegs war mit ihren Rollern. Und damals, glaube ich, auch schon immer der Konkurrenzgedanke, immer dieses Battle zwischen Lambretta und Vespa, oder? Richtig, ja. Und die hatten halt irgendwie mit dem Lizenznehmer da, in NSU, hatten sie halt irgendwie die Möglichkeit, dass sie da auf der Autobahn da rumblasen. Okay. Das haben sie ausgenutzt. Ja. Ja. Also NSU auch wieder ein Phänomen, ähnlich wie Vespa, wie es aber viele Markenhersteller zu der damaligen Zeit gemacht haben. Sie haben Lizenzen in andere Länder vergeben und dort haben dann Firmen den Roller unter dem Lizenznamen gebaut. In dem Fall halt NSU in Neckarsulm, meine ich. Ne? Genau. Und die haben ja dann auch später die letzten Kardan-Modelle auch noch weiterentwickelt. Und das ist ja auch ein recht spezielles Modell gewesen, glaube ich. Ja, genau. Die haben dann, zuerst gab es die NSU Lambretta und dann zum Schluss die NSU Prima, die dann im Endeffekt auf der Lambretta-Technik aufgebaut hat, aber halt vom Design her schon anders war. Okay. Und es gab, glaube ich, auch noch einen sehr besonderen Prototypen, wo man sich mal an Zweizylindern probiert hat. Richtig, die haben, also Innocenti wollten natürlich wieder irgendwie Innovationen mit reinbringen und haben einen Zweizylinder entwickelt. Da hätte dann eigentlich mal so eine Super SX draus werden sollen. Ist leider nie auf den Markt gekommen, aber es gibt immer noch zwei Motoren. Okay. Die sind noch aktuell da, laufen auch. Wurden erst wieder kürzlich neu aufgebaut und damals war das schon sehr, sehr cool. Allerdings leider nie in die Serienreife geschafft. Ja, ich glaube, etwas, wo jedem Lambretta-Fan die Tränen kommen, dass es nicht in Serie gegangen ist damals. Es gibt heute einen Hersteller, der einen selbstentwickelten Zweizylinder anbietet, aber dieses Original mit Zweizylindern hat es halt leider nie in die Serie geschafft. Was gab es noch Besonderes? TV 175, erste Serie haben wir schon angesprochen, sehr selten, sehr speziell. Bitte nur kaufen, wenn euch wirklich langweilig ist. Dann gab es, glaube ich, noch ein kleines Kuriosum, die LI4. Wir haben immer von erster bis dritte Serie gesprochen. Was ist denn eine LI4? Ja, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes, ist zumindest sehr selten. Ist eine LI, die halt in wirklich minimalen Details sich unterscheidet und als Fahrgestellnummer auch nicht LI3 als Präfix hat, sondern LI4. Das ist eigentlich der hauptsächliche Unterschied. Und die hat, glaube ich, noch ein paar Plastikteile. Und die hat zum Beispiel Seitenhauben ohne diese Verschlusshebel, sondern ähnlich wie bei der DL mit einfach so einer Federkonstruktion, damit die Seitenhauben halten. Dann hier an der Kaskade ein anderes Innocenti-Zeichen, das modernere einfach, was denn auch die letzten SXen hatten. Und ja. Also im Prinzip den ganzen Kram, den sie später nach Spanien verkloppt haben, oder? Kommen wir später noch dazu. Genau, was gab es noch? Es gab eine Golden Special, Silver Special, Golden Special, Blue Special. Besonders interessant bei Sammlern vielleicht die Golden Special, aber im Prinzip ist das einfach nur eine Special in Gold, oder? Genau, richtig. Das hat einfach nur eine Sonderfarbe gehabt. Ja. Wobei die Farbe schon ziemlich cool ist. Und passend dazu eine grüne Sitzbank. Schon auch designmäßig eine Ikone, würde ich sagen. Ja. Taugt schon. Also ich kenne ein paar und die ist wirklich sexy. Kann ich euch nur empfehlen, wenn euch eine über den Weg läuft,
kaufen. Wären wir auch schon bei der nächsten Frage. Bei den ganzen Modellen, die wir aufgezählt haben, was sind denn jetzt wirklich die beliebtesten Modelle? Was ist das? Wir haben die DL200 erwähnt. Also grundsätzlich würde ich sagen, sind eigentlich immer ähnlich wie bei Vespa die Top-Modelle, sind natürlich die gefragtesten und die beliebtesten. Jeder versucht irgendwie ein Top-Modell zu kriegen, 175er, 200er. Ja. Also der teure Scheiß heute einfach sind die 200er, oder? Ja, richtig. Aber auch 175er sind schon auch preislich recht hoch angesiedelt. Okay. Wir richten uns ja heute auch an ein Publikum, die sich vielleicht noch nicht so gut mit Lambretta auskennen und die vielleicht damit liebäugeln, einzusteigen. Was würdest du denn einem Einsteiger empfehlen zu kaufen? Ja, das kommt auf den Einsteiger an, aber wenn der Einsteiger jetzt einfach nur einen Roller zum Fahren will und halt vielleicht einen günstigen Einstieg sucht, würde ich am ehesten entweder auf eine LI Serie 3 gehen oder vielleicht irgendwie einen spanischen Lizenzbau. Okay. Sowas. Oder vielleicht auch eine indische. Also das Interessante aktuell ist ja, die Vespa-Preise sind ja unglaublich hoch. Ne? Also in letzter Zeit nervt es ja voll, wenn man eine Vespa kaufen will. Die kriegt man ja eigentlich zu keinen vernünftigen Preisen mehr. Aktuell sind Lambretten, also gerade LI dritte Serie oder spanische Jet oder ähnlich, kriegt man wirklich zu vernünftigen Preisen. Also wer darüber nachdenkt, sich einen klassischen Roller zu kaufen und sich über die Vespa-Preise ärgert, den kann ich nur empfehlen, kauft euch eine Lambretta. Ganz abgesehen davon, dass ihr damit ziemlich cool seid, ist es aktuell auch günstiger. Und das Schöne ist, alle diese Modelle, erste bis dritte Serie, DL, GP, haben eigentlich die technisch gleiche Basis und haben eine gute Ersatzteilversorgung, oder? Ja, perfekt. Also die ist sicher genauso gut wie bei Vespa. Das ist gut. Es gibt jedes Teil in verschiedenen Qualitäten, verschiedenen Preislagen. Also da kann man wirklich was machen. Und sie eignen sich auch alle gleichermaßen gut fürs Tuning, für die Teile, die es auf dem Markt gibt. Die kann man in die eine wie in die andere bauen meistens. Also ihr habt da sozusagen ein großes Spektrum an Teilen oder an Möglichkeiten, was ihr bauen könnt. Früher hat man ja gesagt, bei Lambretta ist das Problem, dass die Teile auch immer so teuer sind. Sowohl Ersatzteile als auch Tuningteile bei Lambretta wären teuer. Ist das heute noch so? Würde ich nicht sagen. Also die Preise im Vergleich zur Vespa, die haben sich angeglichen. Ich denke mal, dass es auch daran liegt, weil es einfach schon jetzt einige Hersteller gibt, die sich um Lambretta Ersatzteile kümmern und auch um Tuningteile kümmern. Da ist schon ein Konkurrenzkampf auch da inzwischen, der die Preislage da eigentlich für den Kunden verbessert. Ja. Also das ist eine Aussage, die ich nur unterstützen kann. Ich mache ja bei SIP auch die Lambretta-Teile im Sortiment und also dieses alte Klischee, Lambretta-Teile sind teuer, das ist heute, je nachdem, welche Qualitätsstufe man kauft, nimmt sich das nichts mehr zu Vespa. Genau. Von daher, von uns, heiße Kaufempfehlung, kauft euch eine Lambretta, tunt die und kauft ganz viele Tuningteile. Ne? Kann ich nur empfehlen. Wir sind fast am Ende unseres Lambretta-Modellkunde-Videos. Was noch bleibt, ist die Frage, was ist mit Lambretta passiert, nachdem Innocenti die Produktion aufgegeben hat. Und da stehen wir vor ein paar Rollern, indische und spanische Produktion. Ich glaube, wir fangen besser mit den Spaniern an, oder? Das würde ich auch so machen, genau. Kannst du was zu der dunklen sagen? Also die dunkle ist eine Serie 3, Serveta bzw. Aiba, in Spanien produziert, vom Lizenznehmer damals. Der hatte verschiedene Namen während der Produktionszeit, eben Aiba, Serveta, Orba. Die hatten aber schon sehr lange Lambrettas produziert. Das war einfach dann ein Modell aus den 60er Jahren, Lizenznehmer von Innocenti und haben halt aber auch über die Zeit von Innocenti hinaus haben sie Lambrettas weitergebaut. Okay. Es gibt ja dieses Wintermodell von der Serie 2, glaube ich, das relativ bekannt ist, aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Das Interessante an dem Roller ist ja, dass der eigentlich, das ist eigentlich eine SX 200. Also das Topmodell eine Zeit lang von Lambretta Innocenti wurde hier eigentlich nachgebaut fast. Ja, oder?
bis auf ein paar Details, wie zum Beispiel jetzt der Kotflügel vorne und die Nase sind halt von der LI. Aber der Rest, auch die Seitenhauben, das Modell hat normalerweise auch Scheibenbremse. Also alle Details, die die SX hatte, hatte die spanische SX oder Jet auch. Also eigentlich eine SX200, der achteckige Scheinwerfer der SX200 und diese wunderschönen Pfeile auf der Seitenhaube der SX200, aber leider wirklich nur ganz am Anfang, genauso wie nur ganz am Anfang die Scheibenbremse der SX200. Weißt du, warum sie das wieder abgeschafft haben? Ich denke auch, dass es einfach eine kohletechnische Sache war. Die wollten einfach Modelle relativ günstig anbieten und es waren dann schon spezielle Teile, die einfach höherpreisig waren. Ja. Und so konnten sie einfach die Bremse und die Seitenhauben aus der LI-Serie nehmen, mehr Masse machen und Geld sparen, denke ich mal. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, da haben die halt wirklich die Sachen weiter verbraucht, die Innocenti abgegeben hat. Also das heißt, als die SX weg war und die GP kam, hat halt in Spanien wurde dann halt die Jet weitergebaut und später auch der Wechsel auf die Seitenhauben der LI, das waren ja eigentlich LI4 Seitenhauben, nämlich ohne die Backenaußenverschlüsse, richtig? Genau, richtig, ja. Richtig. Und dann kam ja auch so ein Seitenstreifen auf die Seitenhauben. Ne? Das Ganze sah dann irgendwie schon eher einer GP ähnlich als einer SX. Genau, es hatte ein paar Bauteile von der GP übernommen. Ja. Aber weil halt auch die LI oder die Jet in Spanien einfach länger noch gebaut wurde, als sie bei Innocenti selbst gebaut wurde. Ja. Also vielleicht auch der Versuch, einfach an das Design der 70er Jahre dann anzuknüpfen. Genau, ohne wenig Aufwand irgendwie zu einem relativ modernen Design zu kommen. Ja. Haben sie da ein paar Sachen geändert. Ja, das hat ja dann die Firma Serveta dann, erst Alba, später Serveta übernommen und kurioserweise wirklich sehr lange noch gebaut, nämlich bis 1989, oder? Ja, soviel ich weiß, ja. Okay. Ich glaube, das ist sogar eine 88er. Und die wurden auch in relativ großen Mengen nach Deutschland importiert. Okay. Da gab es den Krüger. Das war der Importeur. Das war eigentlich so das letzte Modell, die sogenannte Linze, mit einem Scheinwerferverbau, größerer Scheinwerfer, andere Elektrik, hier nochmal eckige GFK-Teile, Speedblocks und so ein bisschen einfach 80er-Jahre-Style. Also wer mich kennt, der weiß ja, dass ich diese Speedblocks hier mag, ne? Mit dem Rot-Schwarz. Aber ansonsten ist die Linse natürlich ein bisschen schwierig von der Optik, aber hat inzwischen auch ihre Fangemeinde. Einige Sachen wurden auch einfach der Gesetzgebung angepasst, wie die Blinker oder hier Kontrollleuchten, die notwendig waren von der Gesetzgebung. Aber man hat da wirklich diese Technik aus den 60er Jahren noch entwickelt, 61 im Ursprung bis 89, also fast 30 Jahre lang hat man die noch rübergerettet. Ne? Genau, ja. Weißt du, warum die aufgehört haben dann endgültig? Also ich glaube einfach, dass auch die Verkäufe extrem in den Keller gegangen sind. Weil wenn man da so Bilder, da gibt es ein paar Bilder von der Firma Orba dann, wie es zum Schluss hieß, das war eigentlich wirklich nur noch so ein kleiner Schuppen, wo die zusammengesteckt haben. Also das schaut schon so aus, als ob denen das Geld wirklich ausgegangen wäre. Okay. Und die zweite ganz wichtige Schiene ist natürlich die indische. Ja, die Leute von SEL, also das ist Scooters India Limited, eine Firma in Indien, hatte die Produktionslinie komplett von Innocenti abgekauft. Also die Jungs von Innocenti haben es alles abgebaut, in ein Schiff, rein damit nach Indien. Dann haben die da ein paar Jahre gebraucht und ich glaube 75 oder so haben die zum Herstellen angefangen. Und zwar anfangs wirklich 1:1, auch der Lenker und alle Teile, überall waren auch Innocenti-Logos drin. Eigentlich auch sehr coole Rolle, auch qualitativ ganz geil, weil halt die Italiener auch noch da waren und alles überwacht haben. Okay, und das ist ja glaube ich die Quelle, wo es noch am längsten Originalersatzteile gab oder in Anführungsstrichen Originalersatzteile, weil Seal-Teile bekommt man heute ja teilweise noch. Ja, die Firma,
glaube ich, gibt es sogar noch. Die machen halt jetzt nur noch so Dreiräder, so Rikscha-Zeug. Auch irgendwie teilweise basierend auf so Lambrettas, also Lambros. Das war ja das Dreirad, korrespondierend zur Ape. Und die haben schon auch noch lange Roller gebaut, allerdings ist es auch nicht so ganz klar, wie lang offiziell, aber es kam aus dem Werk schon noch bis vor ein paar Jahren immer wieder Teile, aber halt dann nicht mehr komplette Roller, sondern nur noch Ersatzteile. Ja. Also ich habe neulich mit einem indischen Großhändler gesprochen, der hat gesagt, ab und zu legen die noch irgendwas auf, müssen dafür aber alte Arbeiter zurückholen, die noch wissen, wie die Werkzeuge funktionieren, und so sieht es dann häufig auch aus. Ne? Also schon seit einigen Jahren kriegt man ein paar Teile, die sind noch ganz vernünftig, ganz gut. Ne? Lange Zeit ging, glaube ich, die Seitenhauben noch ganz gut. Andere Teile kommen eigentlich nur noch rostig und scharfkantig und so daher. Ein interessantes Modell, weil es einfach die Geschichte abrundet, was dann letztendlich aus den Werkzeugen und aus dieser Marke Lambretta passiert ist. Wir sind hier am Ende dieser Vorstellung oder der Lambretta-Vorstellung. Gibt es noch irgendwas, was dir noch einfällt, was man noch erzählen muss darüber oder wovor man warnen muss, den Käufer? Warnen? Ja, warnen kann man eigentlich nur, dass man dem Virus Lambretta verfällt, weil dann muss man halt immer wieder eine kaufen. Dem kann ich nur beipflichten. Und kann euch aber trotzdem nur empfehlen, kauft euch eine Lambretta, wir haben es schon gesagt, aktuell relativ günstig. Und bleibt mir nur, mich zu bedanken, Jockey, dass du uns empfangen hast und uns hier deine Modelle gezeigt hast und vor allem auch mit deiner Expertise geholfen hast, dieses Video zu machen. Gerne. Und damit verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.